Das ist Martin. Martin kommt gerade vom Sport und möchte sich nach dem Joggen noch eine Stärkung beim Bäcker holen. Beim Bezahlen merkt Martin, dass er kein Geld dabei hat. War's das jetzt mit seinem Brötchen? 42 Nein. Martin fällt ein, dass er sich gestern eine App zum mobilen Bezahlen installiert hat. Mit ihr kann er einfach mit dem Handy bezahlen. Martin ist begeistert. Zu Hause setzt sich Martin an seinen Frühstückstisch. Doch eine Frage lässt ihn nicht los. Wie funktioniert das eigentlich, wenn er mit seinem Handy bezahlt? Das Bezahlen mit dem Smartphone funktioniert über die sogenannte NFC-Technologie. NFC steht für Near Field Communication. Es bezeichnet die kontaktlose Datenübertragung über wenige Zentimeter. Das Smartphone muss nah an das Bezahlterminal gehalten werden. Er sendet die im Smartphone hinterlegten Bankdaten an die Kasse. Diese überprüft bei der Bank, ob genug Geld vorhanden ist. Wenn die Bank der Zahlung zustimmt, wird der Bezahlvorgang fortgesetzt. Der gesamte Prozess dauert nur ca. 5 Sekunden. Bezahlt man mit Bargeld, dauert es im Vergleich durchschnittlich 30 Sekunden. Das kontaktlose Bezahlen funktioniert aber nicht nur mit dem Smartphone. Auch viele Kredit- und EC-Karten sind mittlerweile mit einem NFC-Chip ausgestattet. Man kann also alternativ auch einfach seine Kredit- oder EC-Karte an das Bezahlterminal halten. Aber woher weiß Martin, dass er bei diesem Bäcker kontaktlos bezahlen kann? Das erkennt er ganz einfach an dem Kontaktlos-Empfang-Symbol, das auf der Kasse vermerkt ist. Auch auf seiner Kreditkarte ist ein Kontaktlos-Symbol zu finden. Um mit dem Smartphone bezahlen zu können, benötigt Martin eine App auf seinem Handy. Da gibt es viele verschiedene Anbieter. Die bekanntesten sind Apple Pay und Android Pay. Viele Banken haben außerdem ihre eigenen Mobile Payment Apps entwickelt. In der App muss Martin die Daten seiner Kreditkarte angeben. Die Einrichtung muss er dann mit einer PIN bestätigen, die er per SMS, E-Mail oder Anruf von seiner Bank mitgeteilt bekommt. Doch wie sicher ist die Nutzung von Mobile Payment? Bei den meisten Apps sind Einkäufe erst ab 20 € durch eine PIN-Eingabe geschützt. Beträge unterhalb dieser Grenze können ohne Sicherheitsabfrage bezahlt werden. Sollte Martins Handy gestohlen werden, kann der Dieb damit also maximal 20 € bezahlen. Die teuren Schuhe aber zum Glück nicht. Martin wird über jede Transaktion per E-Mail informiert. Bei Verlust oder Diebstahl seines Handys kann er sofort seine Bank kontaktieren und das Konto sperren lassen. Aber wie sicher sind die hinterlegten Kreditkartendaten auf dem Smartphone? Können Kriminelle diese auslesen? Das ist äußerst unwahrscheinlich. Hierfür sind sehr aufwendige Verfahren und spezielles Equipment nötig. Außerdem können Daten über NFC, wie vorhin erwähnt, nur über maximal 4 cm übermittelt werden. Der Kriminelle müsste Martin also ziemlich auf die Pelle rücken. Die NFC-Funktion des Handys muss zum Bezahlen außerdem aktiviert sein. Martin sollte diese deswegen nur beim Bezahlvorgang aktivieren und sie danach wieder deaktivieren. In Deutschland ist Mobile Payment noch nicht so stark verbreitet. In immer mehr Supermärkten und Geschäften kann man aber schon mit dem Smartphone bezahlen. Fassen wir noch einmal zusammen. Um kontaktlos zu bezahlen, benötigt man ein NFC-fähiges Mobilgerät mit entsprechender App. Das Verfahren ist schneller als die Bezahlung per Kredit- oder EC-Karte. Ein schwerer Geldbeutel mit viel Kleingeld ist damit überflüssig. Mobile Payment ist ein sicheres Bezahlverfahren. Um sich vor Angriffen zu schützen, sollte die NFC-Funktion des Smartphones jedoch nur für den Bezahlvorgang aktiviert sein. In Deutschland ist es bereits möglich, in den meisten Supermärkten und größeren Geschäften per Smartphone zu bezahlen. Martin ist begeistert. Er will in Zukunft noch öfter mit seinem Handy bezahlen und nimmt seinen Geldbeutel nur noch selten mit.